Um Farben überhaupt wahrnehmen zu können, benötigen wir Licht. Wie wir wissen, ist Licht ein Kernelement der Fotografie. Also lohnt es sich, dass wir uns mal etwas näher mit der Farblehre beschäftigen. Damit also herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie schon erwähnt, heute dreht sich alles um das Thema Farbe und die Basics der Farblehre. Farben lassen sich im Grunde über 3 Eigenschaften definieren. Einmal den Farbton an sich, also was wir als Farbe betiteln würden, rot, grün, blau, lila. Dann die Sättigung, also wie intensiv die Farbe ist, und die Luminanz, das heißt, wie leuchtend ist die Farbe, wie hell oder wie dunkel erscheint sie uns. Innerhalb der Farblehre existieren verschiedene Schemata und Darstellungen. Wir befassen uns heute aber mit der wahrscheinlich bekanntesten, nämlich dem Farbkreis nach Johannes Itten. Dieser Farbkreis splittet sich in 3 Primär-, 3 Sekundär- und 6 Tertiärfarben. Halber Zungenbrecher hier. Die Primärfarben sind die Grundfarben, die sich nicht durch Mischen erzeugen lassen. Das sind Rot, Gelb und Blau. Die Sekundärfarben entstehen durch das Mischen zweier Primärfarben, also zum Beispiel Grün entsteht durch das Mischen von Gelb und Blau. Und die Tertiärfarben, die entstehen durch das Mischen von einer Primärfarbe und einer Sekundärfarbe. Wenn man den Farbkreis in der Mitte teilt, hat man außerdem die Gliederung zwischen kalten und warmen Farben. Das erstmal zu den Basics bezüglich des Farbkreises. Und jetzt können wir anfangen, damit herum zu experimentieren. Der wohl bekannteste und beliebteste Kontrast ist der Komplementärfarbenkontrast. Komplementärfarben sind die Farben, die sich im Farbkreis gegenüberliegen. Das sind zum Beispiel Rot und Grün oder Blau und Orange oder Gelb und Violett. Nutzt man bewusst diese Komplementärfarben in seinen Fotos, erzeugt man einen besonders starken Kontrast, der aber gleichzeitig für das menschliche Auge harmonisch wirkt. In einem meiner vorherigen Videos habe ich das Thema Farbe auch schon etwas angeschnitten und euch da schon das Beispiel genannt von einer Location, die viel Grün beinhaltet, also beispielsweise ein Wald und das Model, was dazu ein rotes Kleid trägt. Hier habt ihr eben die Komplementärkontraste, die im Bild sehr interessante Stimmung hervorrufen. Die analogen Farben im Farbkreis sind die, die direkt nebeneinander liegen. Kombiniert man diese in einem Bild, schafft man eine sehr, sehr harmonische und gut zusammenspielende Stimmung und Optik. Dann gibt es noch die sogenannten triadischen Farben. Das sind die Farben, die innerhalb des Farbkreises durch ein gleichmäßiges Dreieck verbunden werden können. Diese Kombination ist besonders kontrastreich, dynamisch und leuchtend. Ein gutes Beispiel hier ist das Logo von Burger King. Die nutzen genau diese Farbkombination. Selbstverständlich könnt ihr auch die warmen und kalten Farben nutzen, um eben einen warm-kalt-Kontrast im Bild hervorzurufen, was ebenfalls eurem Bild einen interessanteren Charakter verleihen kann. Wie ihr merkt, sind die Möglichkeiten sehr vielfältig und jede Farbkombination, jeder Farbkontrast und auch jede einzelne Farbe an sich erzeugt eine eigene Wirkung beim Betrachter. Vielerorts wird außerdem diversen Farben spezifische Charaktereigenschaften zugeordnet bzw. erzeugen eine gewisse Emotion beim Betrachter. So steht zum Beispiel Rot entweder für Feuer oder Liebe und Grün steht für die Hoffnung. Und wenn ihr diese Elemente kombiniert, könnt ihr eben auch bewusst Emotionen beim Betrachter hervorrufen. Ich hoffe, dieser kleine Exkurs in die Farblehre hat euch gefallen und konnte vielleicht dem einen oder anderen noch einen Denkanstoß mehr geben in Bezug auf die Bildgestaltung. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr von mir sehen wollt, dann gebt gerne einen Daumen nach oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Das würde mich super freuen.
Könnt auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Das lese ich mir alles sehr gern durch und dann freue ich mich aufs nächste Mal, wenn ihr wieder dabei seid. Sage Tschüssi und bis bald. Bye.